Der blutrote Nachmittag lag über den Grasflächen von Tsavo East, während die Überreste eines von Wilderern gelegten Waldbrandes noch zwischen den verkohlten Akazienstämmen schwelten. Elefantenmutter Nabira versuchte, ihr Kalb über den rissigen, ausgedörrten Boden zu einer Wasserstelle zu führen, bevor der giftige Rauch bis zum Ufer des Galana-Flusses hinabzog. In jener Nacht lauerten Elfenbeinjäger im Dickicht und Nabira brach nach einem Schuss zusammen, unfähig, ihr Kalb weiter zu schützen. Im Morgengrauen glitt ein Hubschrauber der African Wildlife Rescue Unit durch den feuerroten Himmel, auf der Suche nach überlebenden Tieren in der verwüsteten Gegend. Das Rettungsteam entdeckte das Elefantenbaby Moro, das zitternd neben dem bereits kalten Körper seiner Mutter stand, die Augen voller panischer Verwirrung, weil sie nicht mehr aufstand. Immer wieder versuchte Moro, Nabira mit seinem Rüssel zu berühren und gab schwache, zittrige Laute von sich, in der Hoffnung, ihre vertraute Wärme zu spüren. Amina und Kamau landeten im Gefahrengebiet, das Herz schwer, als sie Mutter und Kalb in der roten Asche von Tsavo liegen sahen. Sie beschlossen, Moro sofort in den Hubschrauber zu bringen und Nabira im stechenden Staub zurückzulassen, der noch den beißenden Geruch von Schießpulver trug. Im Hubschrauber war Moro in eine silberne, wärmereflektierende Decke gehüllt, und seine großen Ohren zitterten im dröhnenden Rotorgeräusch. Immer wieder streckte er seinen Rüssel zum Türrahmen hinaus, als suche er im rauchverhangenen Himmel nach Nabiras Gestalt. Amina überprüfte seine Vitalwerte und stellte nach der erschöpfenden Nacht schwere Dehydrierung und einen rapide fallenden Kreislauf fest. Kamau hielt Moro fest in den Armen, versuchte, einen ruhigen Atemrhythmus vorzugeben, um das schwer verletzte kleine Herz zu beruhigen. Das Elefantenkind war weiterhin überwachsam, Tränen standen in seinen Augen, während es immer wieder in jene Richtung blickte, in der es seine ganze Welt verloren hatte. Amina wusste, dass seelischer Schmerz Moro schneller töten konnte als jede körperliche Verletzung. Der Hubschrauber landete im Kiboko Elephant Care Center, dessen Terrakottadächer im abendlichen Savannenlicht glühten. Die Mitarbeiter brachten Moro in den Behandlungsraum, jede Bewegung rasch und routiniert, doch der Schmerz stand ihnen deutlich ins Gesicht geschrieben. Als sich die Metalltür schloss, war dies der Moment, in dem Moro endgültig von seiner letzten Verbindung zu seiner Mutter getrennt wurde. Der Behandlungsraum glühte im rosafarbenen Licht der Wärmelampe, das die Kälte vertrieb, die nach der panischen Nacht an Moros Haut haftete. Er wurde von Asche befreit, seine Kratzer wurden versorgt und ihm wurde Flüssigkeit verabreicht, um weiterer Erschöpfung vorzubeugen. Obwohl sein Zustand sich allmählich stabilisierte, verweigerte Moro weiterhin die Milch und wandte jedes Mal den Kopf ab, wenn man ihm eine Flasche brachte. Nachts wanderte er im Gehege umher und stieß ein trauriges, langgezogenes Stöhnen aus, als rufe er in die kalte, leere Luft nach Nabira. Amina und Nuro dokumentierten jedes Verhalten und kamen zu dem Schluss, dass Moro tief in einem traumatischen Schock steckte. Kamau bot an, die Nächte wach zu bleiben, neben dem Gehege zu sitzen und ihm leise Worte zuzuflüstern, auch wenn er wusste, dass Moro ihn nicht verstehen konnte. Moros Schlaf war unruhig, ständig unterbrochen von Schreckmomenten und schmerzhaften Erinnerungen. Dem Team war klar, dass Medizin allein die unsichtbare Wunde in dieser jungen Seele nicht heilen konnte. Nuro sichtete frühere Fälle verwaister Elefanten, um eine geeignete Form psychologischer Unterstützung zu finden. Plötzlich hatte er eine Eingebung, Moro brauchte etwas Warmes und Weiches, das ihn an die riesigen Arme erinnerte, die ihn einst beschützt hatten. Im Lager des Zentrums lag eine dicke, rotbraune Baumwolldecke, deren Farbe mit den Jahren verblichen war. Sie wurde oft benutzt, um Elefantenbabys zu wärmen, und hatte den Duft der afrikanischen Sonne, der Erde und der Menschen angenommen, die sie gepflegt hatten. Eines Nachts, als Moro zitterte und sich weigerte zu schlafen, beschlossen Kamau und Nuro, ihn in diese Decke einzuwickeln. Sie legten Moro auf das weiche Gewebe und hüllten seinen bebenden Körper langsam darin ein. Zum ersten Mal seit 3 Tagen berührte er nicht mehr den kalten Boden, sondern war von wohltuender Wärme umgeben. Der kleine Elefant rollte sich zusammen, und sein Rüssel entspannte sich allmählich, als löste er die angestaute Spannung in seinem Herzen. Er atmete tief ein und drückte die Stirn gegen den dicken Stoff, als suche er in einer fernen Erinnerung nach Nabiras Wärme.
Nur wenige Minuten später fiel Moro in den ersten wirklich friedlichen Schlaf seit der schrecklichen Nacht. Kamau saß still daneben und lauschte dem ruhigen Atem des kleinen Wesens, das gerade ein Stück Hoffnung zurückgewonnen hatte. Von diesem Tag an wickelte Kamau Moro immer in die Decke, sobald er Angst hatte, ein neues, warmes Ritual. In der Decke gab Moro sanfte, brummende Laute von sich, erfüllt von Zufriedenheit und Frieden. Amina stellte fest, dass Moro nur dann seine Milchflasche austrank, wenn er in der vertrauten Decke lag. Das Team nannte die Decke bald Moros Mutterschatten, denn dort fand das Elefantenkind echte Sicherheit. Nuro bemerkte, dass Moros Blick weicher wurde und sein Körper nicht mehr zitterte. Tagsüber begann Moro zu üben, laufen, mit dem Rüssel ziehen, mit dem Gummiball spielen, aber gegen Abend suchte er wieder die Decke. Wenn man ihn zurückhielt, jammerte er klagend und zog mit dem Rüssel am Gitter, als flehe er darum, zurückzukehren zu seinem Trostplatz. Schließlich nahm das Team Deckenzeit offiziell in den Pflegeplan auf. Lebo hielt liebenswerte Momente fest, Moro, der den Rüssel über den Deckenrand legte und mit halb geschlossenen Augen entspannte. Für alle war die Decke längst mehr als ein Gegenstand, sie war Moros Rettungsring für die Seele. Doch als Moro schnell an Gewicht zunahm, reichte die Decke bald nicht mehr aus, um ihn vollständig zu umhüllen, und Amina begann sich zu sorgen. Nuro schlug einen Rehabilitationsplan vor. Die Decke sollte Moro langsam in natürlichere Schlafgewohnheiten überleiten. Sie brachten Heu, Stroh und Akazienblätter ins Gehege und legten sie direkt neben seinen üblichen Schlafplatz. Neugierig zog Moro die Strohballen in die Decke hinein, ohne zu merken, dass er ein Nest wie in der Wildnis baute. Bald entstand ein neues Ritual. Jeden Abend ordnete Moro sorgfältig das Stroh, um seinen Schlafplatz vorzubereiten. Das Team stellte eine weiche Erdhügelplattform neben den Deckenplatz, sodass Moro Schritt für Schritt dorthin wechseln konnte. Nur wenige Tage später akzeptierte er das Schlafen auf dem Erdhügel, solange die Decke in der Nähe lag. Weitere niedrige Erdhügel wurden hinzugefügt, wie kleine Stufen, die Moro halfen, sich langsam von der Decke zu lösen. In der 3. Woche richteten sie einen weichen Bodenbereich am Fenster ein, bedeckt mit Stroh und Akazienblättern, wie ein Schlafplatz im Freien. In einer stillen Nacht verließ Moro die Decke, ging auf den Erdhügel, grub eine kleine Mulde und rollte sich zusammen wie ein Wildelefant. Von diesem Tag an lag er nur noch selten in der Decke, wickelte manchmal jedoch den Rüssel um ihren Rand wie ein stilles Dankeschön. Er verbrachte nun viele Stunden im Außengehege, übte das Blättersammeln, Wurzelausgraben und all die Fähigkeiten, die ein Elefant zum Überleben braucht. Amina bestätigte schließlich, dass Moro ideale Gesundheitswerte erreichte und seine Selbstständigkeit deutlich zunahm. Moro wurde einer Gruppe anderer verwaister Elefantenkälber vorgestellt, denen er stets sanft und beschützend begegnete. Die Pfleger bemerkten einen besonderen Ausdruck in Moros Augen, vielleicht weil tief in seinem Inneren ein alter Schmerz wohnte. Lebo machte das Abschiedsfoto. Moro stand neben der Decke, eine Vorderpfote auf dem Stoffrand, im goldenen Abendlicht. Das Licht fiel durchs Fenster und ließ das verblichene Rot des Deckenstoffs und Moros junge graue Haut warm aufleuchten. Das Bild wurde später in Vorträgen über emotionale Heilung bei Wildtieren gezeigt. Als die Regenzeit kam, entschied das Komitee, dass Moro bereit war für den Umzug in das Kiboko-Semi-Wild-Reserve. In der Nacht davor lag Moro halb auf dem Erdhügel, halb auf der Decke, als wolle er beide Lebensabschnitte miteinander verbinden. Im weitläufigen, halbwilden Reservat lernte Moro, Baumrinde abzuziehen, Wurzeln zu finden und Schlafplätze unter alten Akazien auszuwählen. Er baute oft kunstvolle Strohnester, viel sorgfältiger als andere Elefantenkälber, als wolle er ein Stück Deckenerinnerung lebendig halten. Die Beobachter nannten dies die Deckenerinnerung, ein zarter, aber unvergänglicher Abdruck seiner Heilungsgeschichte. Die alte Decke blieb im Kiboko-Zentrum zurück, der Stoff verblichen und die Falten tief eingeprägt wie eine Erinnerung an Moros kleine Gestalt. Viele andere Elefantenbabys wurden später in dieselbe Decke gehüllt, doch keiner war je so verbunden mit ihr wie Moro. Für die Mitarbeiter wurde sie zum Symbol der Heilung durch Geduld und Mitgefühl. Lebo erzählte Moros Geschichte oft bei Bildungsprogrammen und betonte, dass Mitgefühl ebenfalls eine Form von Wissenschaft sei.
Über den Grasflächen von Tsavo East wanderte nun ein erwachsener Elefantenbulle namens Moro, der den Weg der Heilung mit sich trug. Und jedes Mal, wenn er sich in einem selbstgebauten, warmen Strohnest einrollte, hallte die Geschichte der Baumwolldecke still weiter.